Alles Gute zum Muttertag, Mama. Vielen Dank. Haben den Muttertag nicht eigentlich auch die Nazis erfunden? Erfunden nicht, Rüppchen, aber die Nazis haben ihn auf alle Fälle für ihre Propaganda benutzt. Genauso wie der Kapitalismus heute den Muttertag dazu benutzt, uns bescheuerte Karten und Blumen anzudrehen. Die hat Mama vom Thomas bekommen. Rosen vom Liebsten sind was ganz Besonderes. Aber ich verstehe das ganze Blumending überhaupt nicht. Wieso gibt man Geld dafür aus, dass man etwas abschneiden lässt, was man sich dann auf den Tisch stellt und dem man dann beim Sterben zuguckt? Und wieso genau soll das ein Zeichen von Liebe sein? Marlene, es ist ein Strauß Blumen und kein abgeholzter Regenwald. Rosen in Verbindung mit Liebe kommen ja schon in der Bibel vor. Da war Nachhaltigkeit noch kein Thema. Aber ich finde deine Gedanken dazu wirklich interessant. Ja, letzte Woche im Deutsch-Abi kam auch so ein Gedicht von Goethe ran. Das Heideröslein. Oh. Ich konnte es überhaupt nicht fassen. Da ging es einfach um eine Vergewaltigung. Ich finde das so krass, dass sowas überhaupt noch erlaubt ist und dann auch noch im Abitur rankommt. Also ich habe das Gedicht erstmal auseinandergenommen in meiner Analyse. Sehr gut, mein Rübchen, sehr gut. Das hast du gar nicht erzählt. Was waren die Aufgabenstellungen? Eine Gedichtanalyse halt. Okay. Hat sie dir schon erzählt, dass sie Umweltpsychologie studieren möchte? Ja, hat sie, meine Liebe. Aber das muss sie mir noch mal genauer erklären. Das klingt wirklich richtig spannend. Ich muss gucken, wo ich angenommen werde. Aber ich muss halt in den normalen Psychologiestudiengang reinkommen. Und dann im 6. Semester, glaube ich, kann man sich auf Umwelt spezialisieren. Und dann geht es so um Mensch, Umwelt, Wechselwirkungen. Das ist total spannend. Toll, wirklich ganz toll. Wer weiß, vielleicht fängst du erst mal an und wenn es wirklich so toll ist, wie sich's anhört, dann schreibe ich mich auch ein und wir gründen eine WG. Okay. Noch braucht man zum Studieren ein Abitur, Mama. Hä? Wie? Omi, du hast gar kein Abitur? Nee. Aber ich war damals so involviert mit meiner Frauenrechtsbewegung. Das habe ich einfach geschmissen. Ah, da hat aber jetzt jemand rote Bäckchen. Ich habe übrigens auch einen neuen Lover. Der mir jetzt immer WhatsAppt. Eckehard heißt er. Und der kann küssen, sage ich euch. Friend at the pool. You told me things were going well, but not without the need to knock on you. And we said goodbye after saving down in killer bees and crying about how much he loves his wife. Danke. Oh, okay, reicht, danke. Boah, Marlene, das ist genau das, was ich so nach einer Klausur brauche. Dankeschön. Hermann. Klaro. Ich fühle mich auch schon sehr viel entspannter. Ich habe nur noch so fiese Nackenschmerzen. Ich hänge die ganze Zeit über diesen Abi-Büchern und jetzt habe ich übelst Stress wegen dieser Kunstmappe. Ich hoffe, dass ich die noch rechtzeitig fertig kriege. Ach, Schatzi, das schreit nach Massagekreis. Ja. Ohne Spaß? Ja. Geil. Yes. Ja, also bitte. Merci. Ich gebe dir noch einmal so. Ach, geil. Ja, ich hoffe echt, dass das klappt mit der Kunstakademie, weil die nehmen voll wenig Leute. Aber ich muss unbedingt dieses Jahr anfangen, weil ich brauche halt Kindergeld und BAföG. So, ich muss mich jetzt einfach mal ransetzen diese Woche. Ich finde es schön, dass du dir dann extra hierfür freigenommen hast. Klar. Und generell, dass ihr da seid, weil sonst müsste ich jetzt gerade mit Mama und dem Thomas einen auf Happy Family machen. Und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ist der Typ wirklich so schlimm? Was heißt schlimm? Er ist nicht gemein oder so, aber er ist halt einfach so diese Art Mensch, die sich so ins Auto setzen, um die 2 Meter zum Briefkasten zu fahren. Ich bin einfach kein Fan von ihm. Ja, fair. Ja, speaking of Fan, wir haben noch gar nicht richtig Bilanz von Freitagabend gezogen. Warte, was? Bilanz? Yes, Bilanz, Baby, Bilanz. Also ich bin sehr stolz auf Josh und seine Kochkünste.
Das fand ich sehr gut, das kann er jetzt jedes Wochenende so machen. Diese Maiskolben waren so lecker. Maiskolben, ja, Josh ist schön, er ist toll, ja, das meine ich gar nicht. Ich meine eher was anderes. Maylin, kann es sein, dass der Finn vielleicht ein Auge auf dich geworfen hat? Oder 2. Ich will jetzt aber kein großes Ding draus machen. Ja, erzähl doch jetzt mal. Okay, also wir verstehen uns ganz gut. Und ich mag ihn schon sehr gern. Oh, ich wusste es. Oh mein Gott. Das ist so Schön. Also ist unser Plan für Freitag nicht aufgegangen. Nee, kann man nicht so sagen. Eher schlimmer. Und dann kam auch noch Zoe. Die schreibt mir auch gerade wegen des Abi-Videos und Quatsch sie doch einfach mal an und ich bin mir sicher, die sagt das Gleiche wie wir. Aber das mit No Sex vor Maylin geht schon. oh boah, jetzt hör doch mal auf, über Sex zu reden. Sorry. Über Sex habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich bin eh schon voll stressed out, was das alles angeht. Freitag war eigentlich voll schön, aber dann wollte er mich nach Hause bringen. Und Das ist doch ganz süß. ja, aber ich hatte keinen Bock so auf die Situation, wo wir dann vor meiner Tür stehen und dann So, gute Nachtkuss. ja. Mann, ich habe das halt alles noch nie gemacht. Verstehe das voll. Erster Kuss ist immer richtig großes Kino. Naja, aber irgendwie auch gar nicht. Also, mein erster Kuss war sowas von disgusting und einfach nur eine Katastrophe. Wirklich jetzt? Jupp. Der Typ hatte viel zu viel Spucke im Mund. Ich wusste nicht, ob ich sie zurückschleimen soll oder ausspucken. Okay, aber dann lag es an dem Typen, der war auf jeden Fall einfach ein schlechter Küsser. Aber kann man da so viel falsch machen? Naja, ich sag mal so. Also, wenn da zu viel Spucke im Spiel ist, dann ist der Typ vielleicht kein schlechter Küsser, aber es ist auf jeden Fall ein schlechter Kuss. Ja, sagt die Bilanz. Ganz genau, sagt die Bilanz, Baby. Also mein erster Kuss war eigentlich voll schön. Klar war ich aufgeregt, aber es war voll schön. Ich war auch sehr excited. Aber Konzi hat sich echt keine Gedanken gemacht und immer so einen richtig großen Döner mit super viel Knoblauchsoße gegessen. Es war sehr romantisch. Böse, ey. Also ich hatte auch mal was mit einem Typen, der hat auch ohne Döner ganz fürchterlich aus seinem Mund gestunken. Und ich glaube, das kam gar nicht aus seinem Mund, sondern eher so aus seinem Magen oder so. Boah, hör auf mit deinen ganzen Spucki. Boah. Oh nee, Maylin, du machst dir doch jetzt nicht ernsthaft Sorgen, dass du aus dem Mund riechst wie, ey, was, Magenstinke-Typ. Maylin, das wollte ich nicht. Außerdem wird dein erster Kuss bestimmt super süß werden. Und wenn nicht, dann wird es auch nicht dein letzter sein. Und außerdem habe ich das Gefühl, dass du super lecker irgendwie nach Schokolade und Marshmallows riechst. Okay, vielleicht habt ihr recht, aber Es war sehr nice. Und ich habe gehört, wenn ihr dir so durch die Haare streichelt, heißt es schon Liebe und nicht nur verknallt sein. Und er hat mir die ganze Zeit durch die Haare. Oh mein Gott, voll cute. Ja, Mann. Es war schon fast das perfekte Date. Ja, ich freue mich für dich. Ja, ich freue mich. Aber siehst du wieder? Ich bin so excited, weil irgendwie schon ganz am Anfang, als er in die Klasse gekommen ist, neu, da habe ich schon so diese Vibes gespürt. Ja. Hey, hier bist du. Hi. Wie geht's? Maylin? Kommen Sie mal kurz zu mir rein, bitte. ja, okay.
dass ich Sie sehe. Sie können sich gerne setzen. Also Marlene, ich komme gleich zum Punkt. Sie haben ja bisher in allen Fächern sehr gut abgeschnitten. Das kennen wir ja von Ihnen. Aber Sie haben zu wenig Punkte in der Deutschprüfung. Das bedeutet, Sie müssen zur Nachprüfung. Aber Ich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht von Ihnen. Wir haben das ganze letzte Jahr für die Gedichtanalyse gelernt. Sie haben in den Simulationen immer sehr gut abgeschnitten. Aber wenn es darauf ankommt, dann liefern Sie keine Analyse ab, sondern den politischen Verriss eines Gedichtes, das seit Jahrzehnten im Lehrplan steht. Was haben Sie sich dabei gedacht? ich habe mir gedacht, Schule soll uns beibringen, selbstständig zu denken. Das Gedicht war absolut frauenfeindlich. Das fand ich problematisch. Das Schulsystem kann doch nicht von mir verlangen, meine eigenen Werte zu verraten. Darf ich fragen, was Sie für ein Studienfach anstreben? Psychologie. Sie wissen, dass Psychologie inzwischen einen fast so hohen NC hat wie Medizin, ja? Vielleicht sollten Sie noch mal Ihre Prioritäten überdenken. Es geht hier um deutsche Lyrik, nicht um Politik oder um Ethik. Wenn in der Nachprüfung wieder so ein diskriminierendes Gedicht rankommt, werde ich meine Meinung bestimmt nicht verheimlichen. Aber wenn Sie die Aufgabenstellung nicht erfüllen, dann werden Sie durchfallen. Growing up, still fucking up, ayo, ayo. Do the work every day, oh, ayo. I'm looking for clarity, but it keeps avoiding me. Here I am, feeling like Play-Doh, Wow, voll der coole Laden. Hey Girl, sorry I'm late. Hey, du. Gar kein Problem. Ich hatte bis gerade auch noch voll viel zu tun. Willst du einen Kaffee haben? Ich habe uns was mitgebracht. Virgin Sundowner. Gerne, danke. Ich nehme, glaube ich, einen Löffel. Aber Ja, ich würde auch so ein Löffelchen nehmen. wirklich, du musst nicht meinetwegen. Ich hab mir das nur so angewöhnt, deswegen. Doch, doch. Ich find's cool, wirklich. Okay. Super, danke. To be honest, ich war schon echt aufgeregt vor unserem Treffen. Was? Wieso? Hallo, du hast halt voll die starke Personality. Und ich meine, Kiyomi hat mir das mit der Deutschprüfung erzählt. Ey, das fand ich so nice von dir. Ich habe mir da aber wahrscheinlich doch eher so ein bisschen selbst ins Bein geschossen mit. Oh, wieso? Die wollen mich jetzt in die Nachprüfung schicken, deshalb. Wie unfair ist das denn? Ja, und wenn ich die nicht bestehe, dann verkackt das übelst meine NC. Ich habe halt keinen Bock, bei Frauenfeindlichkeit die Klappe einfach zu halten, so nur weil die das nicht verstehen. Ja, safe. Ey, ich kenne das voll. So, keine Ahnung, weißt du, alle haben irgendwie immer dieses bestimmte Bild von mir, dass ich die laute, sexy Partyzoe bin. Und keine Ahnung, dass ich mich halt so anziehe, damit das die Jungs nice finden. Und ich mache jetzt ja auch neuerdings diese Tanzvideos, wo ich ja schon eher leicht bekleidet bin. Aber weißt du, das ist halt meine Art und Weise von Protest. So, ich finde mich so schön. Und zwar nicht, weil Männer das geil finden, sondern weil ich das nice finde. Weil wenn du das nur wegen Männern nicht machen würdest, dann wäre es auch eine Form von Unterdrückung. Exactly, aber irgendwie verstehen das die meisten einfach nicht. Und keine Ahnung, dabei ist es mit den Jungs gerade alles so... Ich weiß nicht, seitdem das mit Finn irgendwie over ist, so... Das hat mich schon einfach sehr mitgenommen. Aber jetzt nicht mehr so, oder?
Nö, eigentlich gar nicht mehr. Es gibt da halt auch eine Person, die ich ganz cute finde. Ja, wirklich? Ist ja mega. Ich sag aber nicht wer, nur es ist auf jeden Fall kein Boy. Aber also, du und Finn, ihr redet noch miteinander? Ja, ab und zu schon. Also, ich find's einfach gut, dass wir jetzt befreundet sind. Nur Finn und ich, wir verstehen uns in letzter Zeit ganz gut. Okay, und? Und ich wollte dich nur mal fragen, ob das okay für dich ist, wenn wir, naja... Oh. Finn hat mir gar nicht erzählt, dass er schon... Wenn es nicht für dich okay ist, dann weißt du... Doch, safe. Also, ich meine, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann... Doch, hey. Und ich meine, so, wenn du irgendwelche Tipps brauchst, so, dann... Tipps? Naja, zum Beispiel, Finn hat da so einen Sweet Spot direkt am Ohrläppchen. Das macht ihn verrückt, wenn du ihn da beim Küssen so streichelst. Hier, guck da. Sorry, ich wollte jetzt nicht... Nee, sorry, ich habe mich nur gerade erschrocken. Alles gut. Tut mir leid, ich bin manchmal ein bisschen zu touchy. Mist. Ava hat sich ausgesperrt. Ich soll ihr den Schlüssel vorbeibringen. Ey, wäre das jetzt richtig scheiße, wenn ich dich jetzt alleine sitzen lasse? Alles gut, du mach mal. Ich muss eh gleich zumachen und dann auch los nach Hause. Okay, tut mir wirklich leid. So. Scheiße, jetzt haben wir noch gar nichts fürs Abi-Video gemacht. Aber hey, noch ein Grund fürs nächste Treffen, oder? Mhm. Und Finn kann sich wirklich glücklich schätzen. Bye, Girl. Tschüss. Löwe oder Orca? Löwe. Teleportation oder Unsichtbarkeit? Teleportation, glaube ich. Okay. Ski oder Snowboard? Snowboard. Safe. Berg oder Meer? Meer. Sehr gut. Ja, safe Meer. Okay, eingeschweißte Biogurke oder plastikfreie normale Gurke? Plastikfreie normale Gurke? Ah, fuck, was sagt das jetzt über mich aus? Weiß ich auch nicht, muss ich mir noch kurz überlegen. Oh, sorry. Wie konnte ich nur? Ja, ich glaube, ich habe als Kind einfach zu viele Disney-Filme geschaut. Disney-Filme? Ja, yeah, na, du weißt schon. So Prinz rettet Prinzessin. Ich weiß, ich finde es schon süß. Ich habe einfach so ein Faible für Basic Romantic Hollywood Movies. Ja, nee, du kannst mich alles zu den neuesten Games fragen, aber mit Filmen kenne ich mich nicht so aus. Und Liebesfilme sind dann wirklich gar nicht so meins. Was hältst du davon, wenn du mir beim nächsten Mal deine Favorite Games zeigst und dafür darf ich dich in die Welt der Rom-Coms einführen? Okay, Deal. Cool. Also, die Basics sind auf jeden Fall High Fidelity, Twilight. Twilight ist super toxisch, das weiß doch sogar ich. Okay, dann kein Twilight. Kennst du To All the Boys Who Loved Before?
Scheiße, sorry, alles gut. Geht's? Warte, hier, Wasser. Alles gut, ich hab nur... Ja, ich habe nicht gesehen, dass du... Sorry. Es ist irgendwie doch ganz schön kalt gerade. Ich glaube, ich hätte mir vielleicht mehr anziehen sollen. Willst du meine Jacke haben? Nee, danke. Ich würde es dann jetzt, glaube ich, eher mal packen. Okay, klar, ja. Sickness less and less. Come and kiss me.